Irgendwann habe ich Angst- und Panikattacken bekommen, also vor knapp 10 Jahren. Voller Vertrautheit bin ich in den Wald danach gehen können. Wir versuchen so schnell wie eine Maschine zu sein und so leistungsstark wie eine Maschine. Und das funktioniert nicht, weil wir sind Menschen, wir sind fühlende Wesen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich euch mal mit auf eine spannende Reise in die Natur. Mein heutiger Gast hat früher viele Jahre als Grafikdesignerin gearbeitet, ist schon selbstständig seit ihrer Jugend und hat vor einigen Jahren sich selbstständig gemacht als Naturcoach. Das Spannende dabei ist, dass sie bis vor ein paar Jahren selber noch panische Angst hatte vor der Natur. Wie sie das Ganze lösen konnte, wie die Natur ihr dabei geholfen hat und warum sie heute als Naturcoach arbeitet, das wird sie gleich selber erzählen im Interview. Ich freue mich, dass sie hier ist. Damit begrüße ich Sie. Hallo, Katrin Eschweiler. Hi, danke, dass ich hier sein darf und ja, lieben Dank für die Einladung. Du bist seit vielen Jahren selbstständig, da werden wir gleich mal drüber sprechen. Zum einen, wie du generell zum Thema Selbstständigkeit gefunden hast, welche Herausforderungen du vielleicht auf dem Weg hattest und natürlich werden wir auch darüber sprechen, was du heute genau machst. Stichwort Naturcoaching, da werden wir auf jeden Fall einen Großteil dieser Folge drauf eingehen, aber lass uns gerne mal starten mit dem Beginn deiner Selbstständigkeit. Wann hast du dich denn selbstständig gemacht und womit? Das war schon, ganz schön, also, ich habe mich mit 16 selbstständig gemacht. Ich bin jetzt, knapp 43, also, lange, lange ist's her. 25 Jahre war ich jetzt selbstständig, als Grafikdesignerin und habe einfach irgendwann gemerkt, so, es ist es nicht mehr, ich kann es nicht mehr und, auch so das, was die Welt da draußen einfach mit KI und so, was da passiert, das hat's mir ein bisschen, ja, einfach vermiest auch so und, dann habe ich gesagt: „Jetzt muss ich 'n neuen Weg gehen.“ 16, seit du 16 bist. Das ist ja auch ungewöhnlich, ne, sich in dem Alter direkt selbstständig zu machen, aber umso spannender wahrscheinlich der Weg dahin. Gibt es noch so ein, 2 Herausforderungen, die du eben auf dem Weg hattest, bevor du dich dann dem Naturcoaching später gewidmet hast? Herausforderung, ich glaube, das ist, wenn du selbstständig bist, sowieso immer dabei. Du bist immer selbst und ständig und musst natürlich für dich gucken, welche Wege sind's. Und, bei mir war das irgendwann, habe ich Angst- und Panikattacken bekommen, also vor knapp 10 Jahren. Und das hat's mir in der Selbstständigkeit natürlich umso schlimmer oder umso schwieriger gemacht. Und, diese Angst- und Panikattacken, die ich da hatte, daraus ist auch ein Burnout entstanden. Und für mich war das so der Wendepunkt vor knapp 10 Jahren und, da fing auch eigentlich erst die Reise zu mir und auch zu was Neuem an. Aber wie das bei allem so ist, wenn du etwas Langes loslassen möchtest, braucht es auch einen Moment und es ist einfach ein Prozess. Panikattacken. Du hast dich ja dann eben genau viel auch mit dir selber beschäftigt. Hast du die Ursache gefunden, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie du da vorgegangen bist, um diese Ursache dann auch zu finden und vielleicht auch, was war es denn konkret, was das Ganze bei dir ausgelöst hat? Also, konkret war es tatsächlich Angst vor der Natur und das kam von jetzt auf gleich und das war wie so ein Schock, weil ich einfach ein Naturkind bin und ich liebe die Natur und ich liebe es, draußen zu sein und alles, was damit zusammenhängt und, von jetzt auf gleich konnte ich nicht mehr in diese Natur und ich habe mir lange nicht erklären können, woran es lag. Zu dem Zeitpunkt ist aber meine Oma gestorben und, wie das so im Krieg war, bei, ich glaube, vielen Menschen, war da einfach ein großes Trauma und, sie konnte selbst zeitlang, nicht in den Wald. Und ja, ich glaube, ich habe einfach ihr Trauma in dem Fall, bekommen. Und epigenetisch ist das ja so, dass es manchmal einfach Generationen überschlägt und, auf die Generation trifft, die es dann, ja, tragen und, halten kann. Und ja, und aus der Zeit sind dann einfach Ängste entstanden und ich habe dann versucht, okay, hinter meine Ängste zu blicken und zu gucken, okay, was ist da eigentlich genau? Und, habe mich auf den Weg gemacht und auch auf den Weg wieder zurück zur Natur. Also, wie ich, ja, bin alleine 2 Wochen über die Alpen gelaufen. Das war 2 Jahre nach dieser, Panik beziehungsweise auch nach dieser Angst, und habe da Schritt für Schritt eigentlich wieder zu mir gefunden und habe mich eigentlich reingegeben in diese Angst. Und ich glaube auch, dass das der beste Weg ist. Es ist nicht immer der einfachste. Man muss, Mut mitbringen, aber ich glaube, es ist der heilsamste.
2 Wochen direkt über die Alpen laufen, das war wahrscheinlich nicht die erste Maßnahme, die du ergriffen hast, als du gesagt hast: „Okay, ich möchte was verändern bei dem Thema Panikattacken.“ Gibt's da noch so 2, 3 Schritte, die du davor vielleicht gegangen bist, die du kurz skizzieren kannst in Form von, ne, Reise zu dir selbst, was du gemacht hast? Ja, also ich habe, erst mich, leider Gottes komplett betäubt. Also, ich habe, Betablocker nehmen müssen damals, weil einfach die Angst so groß war und, das natürlich auch irgendwann körperlich wird. Also, der Körper reagiert da auf diese Ängste. Und was ich dann gemerkt habe, war einfach, diese Betablocker haben mich komplett von mir getrennt. Also, ich war taub. Ich habe eigentlich gar nichts mehr so richtig gefühlt. Und dann habe ich versucht, dahinter zu blicken und zu gucken: „Okay, was wieso werde ich denn jetzt taub? Wieso fühle ich gar nichts mehr?“ Und dann fingen, eigene Prozesse an. Ich habe eine Therapie gemacht, ich habe mich dem gestellt, ich habe, an mir gearbeitet und, viel Coaching auch, in dieser Zeit in Anspruch genommen. Und das ist einfach der Weg, den, glaube ich, jeder so für sich auch, wenn er sowas hat, gehen sollte, um wirklich da rauszukommen. Und auch jemanden sich zu suchen, also Hilfe in Anspruch zu nehmen und nicht zu sagen: „Ja, wird schon irgendwie weggehen“, sondern, meistens geht es nicht einfach so weg. Es hat ja eine Ursache und, das war damals meine größte Hilfe, dass ich wirklich auch Hilfe in Anspruch genommen habe. Wie war denn so die Erfahrung dann bei den 2 Wochen über die Alpen? Also, hast du da 'n Unterschied gemerkt sichtlich von der ersten Woche vielleicht auch zur zweiten Woche und wie war's dann, als du angekommen bist auf der anderen Seite? Also, als ich losgegangen bin und ich war weder alpin erfahren noch irgendwie, war ich jemals in den Alpen zuvor. Das war schon paradox irgendwie. Ich habe mich vorbereitet auf diese Reise und das war wirklich wie so ein innerer Ruf: „Du musst jetzt da raustreten, du musst jetzt aus dieser Angst raus.“ Und dieser Ruf hat mich wirklich, befähigt, das zu tun. Und so die ersten Tage waren nicht cool. Ich wollte abbrechen und, bin ich meine, du gehst da jeden Tag knapp 8 bis 9 Stunden und insgesamt waren es 180, Kilometer und musst natürlich dann gucken, dass du dein Pensum auch hältst, um an den Etappen anzukommen. Und ich habe gemerkt, durch das Laufen, das hat eine ganz große Magie und diese Magie war einfach durch das Gehen habe ich meine Themen ganz anders wahrgenommen. Also, diese monotonen Schritte, die du dann tust, jeden Tag, immer wieder die gleichen Schritte mit der Beruhigung der Natur, weil die Natur ist ja nicht hektisch, sondern die Natur holt dich wieder in ein ganz, beruhigendes Feld. Und dadurch war es mir einfach möglich, mich sanft meinen Themen zu, widmen und auch sie anzuschauen. Und durch die Bewegung und die körperliche Anstrengung, war das einfach ein 'n sehr einfacher Prozess, obwohl er sehr, sehr anstrengend und auch teilweise beängstigend war, weil nicht alles so einfach und locker lief auf der Reise. Ja, und als du dann angekommen bist, waren dann die Panikattacken gelöst, das Thema Natur für dich ein ganz anderes? Nicht ganz. Also, es war ich würde sagen, der erste Zugang wieder in die Natur. Also, ich habe mir so das Tor bin da durchgeschritten, aber, ich habe nicht mit, voller Vertrautheit bin ich in den Wald danach gehen können. Es war immer so ein latentes: „Irgendwas ist jetzt hinter mir, irgendwas oh Gott“, also, irgendeine latente Angst war immer da. Und, danach habe ich einfach mehr und mehr bin ich in den Wald gegangen und habe gemerkt: „Okay, irgendwas ist da noch. Ich möchte, dass es geht. Ich möchte, dass es ganz geht.“ Und vor knapp 2 Jahren habe ich mich, tatsächlich sehr nah da reingegeben und habe eine Visionssuche gemacht und habe mich vollkommen in diese letzte Angst gegeben. Und das war wow, das war schon nicht ohne. Es waren 3 Tage 4 Tage und 3 Nächte ganz allein mitten im Wald. Wie hat man sich diese Visionssuche vorzustellen? Also, ja, du warst alleine im Wald, aber hattest du dann irgendwie 'n gewissen Fragensatz quasi dabei oder war es eher so dieses: „Die Zeit ist fix, also die 3 Nächte und, einfach mal schauen, was passiert?“ Wie genau lief das ab? Also, natürlich bin ich mit 'ner Erwartung hin. Ich bin jetzt nicht mit 'ner Erwartung, da kommt die Riesenvision und da passiert irgendwie, oh Wunders, sondern es war einfach: „Okay, ich bin neugierig, ich bin gespannt, ich habe sehr viel Respekt davor.“ Ich habe, auch ein bisschen Angst, mich natürlich diesen letzten Dämonen zu stellen, weil wenn du dich deinem Thema vollends reingibst, hat das immer da ist immer
eine Angst mit dabei, die dich davon abhalten will, dass du das los wirst. Und bei mir war es tatsächlich, ich saß, diese 4 Tage, ganz allein und die zweite Nacht, der erste Tag ging. Es war erst mal so das Ankommen und du wirst natürlich begleitet. Also, es war eine geführte Reise und du hast erst mal 'n Reinkommen in diese Reise und dann 4 Tage, die du mit dir alleine verbringst. Ja, und, das war irgendwie ganz, ganz magisch, und auch verrückt, weil ich in der zweiten Nacht dachte ich, ich sterbe, weil einfach überall es war so leise, weil wir mitten im Tessin, mitten in den Bergen waren und da war nichts. Es war nur so leise, aber trotzdem so unendlich laut, weil die Stille, wenn du mal den stillen Moment eintauchst, ist es nicht, im ersten Moment still. Also, es ist erst mal schreiend laut und du denkst: „Oh Gott, ich jetzt bricht alles über mir zusammen.“ Und so war es auch. Und, ich habe aber gemerkt, wenn du durch diese Angst gehst und wenn du tatsächlich dich der vollends stellst, dann kann wirklich wahre Magie, passieren. Und bei mir war es damals tatsächlich so. Ähm, Die Angst kam wie so 'ne manchmal kennt man das aus Fantasyfilmen, dass irgendwas über dich kommt und das übermannt dich. Und im nächsten Moment war's wie weg, weil es war so, ich habe mich dem gestellt, ich habe mich hingegeben und habe gesagt: „So, dann nimm mich, dann mach und dann ich ergebe mich.“ Und in dieser, Hingabe ka kam das Wunder und meine Angst ging und sie war weg, von jetzt auf gleich. Und das war so der heilsamste und schönste und großartigste Moment, den ich, nach der Geburt meiner Kinder, erleben durfte, weil es einfach diese lange Angst, die ich 10 Jahre getragen habe, die war von jetzt auf gleich weg und das war einfach das größte Geschenk und ich konnte raustreten. Ich hatte da 'n Zelt dabei. Es wäre auch nicht ohne gegangen. Also, es, gibt auch Visionssuchen, die du ohne Zelt machst und wo du wirklich nur mit Schlafsack rausgehst. Und für mich war es wirklich, ich habe dieses Zelt aufgemacht, habe mich in die schwarze, tiefe Nacht gestellt und die Tränen liefen mir die Wangen runter und es war einfach, ich glaube, ich bin auch auf die Knie gefallen, weil ich vor lauter Dankbarkeit einfach so 'n übervolles Herz hatte und die Natur, mein kindlicher Spielplatz, von nun an hatte ich ihn wieder. Genau und Das klingt nach einer sehr besonderen Erfahrung, wenn man so will, ja. Die Kraft der Natur zu spüren. Damit sind wir auch schon mitten beim Thema, und zwar Naturcoaching. Wahrscheinlich inspiriert auch durch deine eigene Erfahrung eben bei dieser Visionsarbeit, die du selber gemacht hast. Wie kamst du zum Naturcoaching und was ist Naturcoaching überhaupt? ja, ich glaube eher, dass das Naturcoaching zu mir kam, weil, auf diesem Berg irgendwie auch 'ne große Aufgabe auf mich wartete und, da einfach so der göttliche Funke in mich reinkam und auf einmal hatte ich 'ne neue Aufgabe und ich war ja noch mittendrin in meinem alten Job und habe gemerkt: „Okay, ich kann's nicht mehr tun.“ Also, wenn du dich wirklich mal hingibst und, meine Mentorin hat immer gesagt, 'ne Visionssuche ist, dass du alle Tassen aus deinem Schrank nimmst, du guckst sie dir an und stellst nur die zurück, die wirklich noch für dich, passen. Und so war es auch für mich. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt: „Passt das jetzt noch? Ist das jetzt noch, das, was ich leben möchte?“ Und ich habe es vollumfänglich mit „Nein“ beantwortet. Und dann kam auf einmal so, ich habe, kurz davor, vor der Reise schon eine Ausbildung zum Gesundheitsberater gemacht, zum Entspannungstrainer und Barfußtrainer und habe halt, als Gesundheitsberater auch, Coaching, mit drin gehabt, und da habe ich gemerkt, mir macht die Arbeit mit Menschen total viel Spaß. Also, das hat's schon vorher, weil ich habe auch mit Menschen gearbeitet, aber so sich die inneren Themen anzugucken und Menschen dabei zu helfen, einfach ihre Themen aufzulösen und dabei zu sein, in diesem zarten Moment der Heilung und, ihnen Kraft zu geben. Das war so eine Mission, die mich da, glaube ich, gepackt hat. Und Naturcoaching ist für mich, wenn ich gehe immer raus mit meinen Coaches und ich begleite Menschen einfach in Phasen des, Umbruchs, in Krisenzeiten, Neuorientierung und, wenn sie überfordert, voller Stress sind. Ich mache keine Therapie, weil das, geht einfach zu tief und dafür habe ich keine, Kompetenzen. Das lasse ich dann auch den Menschen, die das machen. Und im Naturcoaching ist es aber für mich, du nimmst die Ressource Natur
und arbeitest mit ihr. Und das funktioniert so unfassbar großartig, weil die Natur einfach auf dich und auf deinen Coachie wirkt und dadurch noch mal 'n ganz anderes Feld entsteht. Also ein Feld der Heilung, dass wirklich dass der oder dass mein Klient einfach sich fallen lassen kann und dass ich die Elemente der Natur mitnehme und auch Bewegung und Achtsamkeit, Atem, also alles, was so Körper, Geist, Seele wieder in Einklang bringt, benutze ich einfach da draußen. Und wir geben uns da einfach ins natürliche Feld. Und da im natürlichen Feld ist Heilung. Hast du noch so 'n konkretes Beispiel vielleicht von, ja, entweder vergangenen Sitzungen oder auch was dir sonst so begegnet ist? Mit welchen Problemen kommen denn Menschen, die sich dem Thema Naturcoaching eben öffnen und sagen: „Hey, ich kann mir vorstellen, dass die Lösung meines Problems quasi dass ich das mit der Natur zusammen eben lösen kann oder eben auch natürlich mit dir als Begleitung?“ Also, die meisten Themen, die ich bislang hatte, ist wirklich Stress und Krisen. Aber auch, ich hatte ein 2 Klienten, die hatten auch krankheitliche, also Symptome, die lange nicht weggingen und wo ich immer auch in meiner Ausbildung das gelernt habe. Die habe ich von, Rüdiger Dahlke einfach, das ist die Ausbildung bei ihm. Und er hat mir damals, diesen wundervollen oder das ist Teil der Ausbildung, dass du einfach hinter die Krankheit blickst. Also, dass du das Symptom nimmst und darunter schaust. Und sie kam damals zum Beispiel mit, sehr starken Bauchschmerzen zu mir. Und das Thema dahinter war so tief. Das war wirklich, ähm ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, aber das Thema war wirklich so tief, dass wir, in die Arbeit gegangen sind und ich habe, zum Beispiel sie in den Fluss dann wir haben uns zusammen in den Fluss gestellt und wir haben dieses Thema bearbeitet und es abfließen lassen. Und in der wenn du den Körper einfach mitnimmst und ihn daran beteiligst, denn alle Zellen haben, Traumata und Erinnerungen gespeichert, dann kann das einfach, viel schneller abfließen. Und sie rief mich nach 2 3 Wochen an und sagte: „Ich habe keine Bauchschmerzen mehr.“ Und das ist für mich einfach, wo ich denke: „Wow, da ist so viel Kraft und so viel Magie.“ Und wenn wir einfach den Körper bei dieser Arbeit mitnehmen und ich habe selber erfahren, ich habe Therapie, im Raum gehabt, und für mich waren es, weil die Themen so schmerzhaft auch waren, da waren die Emotionen zu nah dran. Also, ich konnte gar nicht mehr atmen in der Sitzung und habe mich teilweise auch verschlossen. Und im natürlichen Raum hast du die, Möglichkeit, dass diese Themen einfach sich öffnen können und die Emotionen sind nicht so nah an dir dran, sondern die bekommen Weite, die bekommen einen Raum und dann kannst du da einfach sehr, sehr gut reingehen und dem anderen zur Seite stehen. Und das ist 'ne wertvolle Aufgabe. Jetzt sprichst du grad davon, dass sich Emotionen natürlich in der Natur viel besser ausbreiten können, ne, und man sie dadurch wahrscheinlich auch viel leichter, ja, angehen kann, weil man eben nicht davon erdrückt wird, wie du's grad beschrieben hast. Würdest du sagen oder hast du's schon selber beobachten können, dass das Thema, ja, ich sage mal, Homeoffice oder auch Büroarbeit im Vergleich zu eben vielleicht eher handwerklichen Berufen, die viel auf Achse sind, die vielleicht auch viel draußen sind, dass es da Unterschiede gibt, vielleicht auch mit Blick auf Krankheitsbilder oder Stressbewältigung? Ja, ja. Also, zum einen, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Also, ich saß 25 Jahre und ich merke einfach, mein Körper hat, davon nicht grad Schäden getragen, aber wenn du nicht in der Bewegung bist ich war oft am Computer und habe, weil ich so hoch konzentriert war, teilweise nicht mehr geatmet. Also, ich habe schon so 'ne Apnoe-Atmung gehabt, wo ich Aussetzer hatte. Und dieser Bewegungsmangel, der geht natürlich aufs Gemüt, da kommt Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, dann, hast du teilweise, ja, Mattheit, wo du überhaupt nicht in Gang kommst. Und, körperlich, wenn du den Körper einfach mitnimmst in deinem Tag und auch zwischendurch mal ein paar Bewegungen machst, ist das ein großer Unterschied. Und ich denke, durch das ganze Homeoffice, ja, kann da was passieren. Ich möchte es jetzt nicht in die Welt geben, aber, ich denke, das ist der gesündere Weg wäre für wenn es nach mir geht, einfach, dass du dich immer wieder zwischendurch entweder bewegst oder einen guten Ausgleich findest, dass du einfach auf dich und deinen Körper achtest und, dich mitnimmst. Genau. Und nicht in diese Starrheit, weil manchmal gerät man in Starrheit, dann bekommst du Rücken, Nackenschmerzen, die Haltung wird beeinflusst und das hat viele Faktoren, die auf die Gesundheit gehen können, auf jeden Fall.
Definitiv. Also, ich hatte auch immer wieder so Phasen, wo ich dann doch sehr gestresst war, wo ich in der Mittagspause einfach rausgehe, 'n Spaziergang mache. Grade wenn ich halt im Homeoffice bin, dann geht das eigentlich auch mal ganz gut. Deswegen, das kann ich auch nur bestätigen, das hilft, den Kopf freizukriegen, ne? 15 Minuten reichen ja vollkommen aus. Total, absolut. Und ich finde, natürlich können wir alles optimieren. Also, ich habe auch schon Menschen getroffen. Ich habe jetzt so 'n Walk and ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber dass du unterm Tisch läufst, wo ich mir denke: „Ja, du kannst alles optimieren, aber was ist, wenn du wirklich mal rausgehen würdest?“ Dann hast du on top noch die frische Luft dazu. Dann hast du deinen Körper ganz bewegt und nicht nur die Beine, weil diese Optimierungsphase, wir können nicht so sein wie eine Maschine. Wir versuchen es aber, habe ich mittlerweile das Gefühl. Wir versuchen, so schnell wie 'ne Maschine zu sein und so leistungsstark wie 'ne Maschine. Und das funktioniert nicht, weil wir sind Menschen, wir sind fühlende Wesen und wir sind Menschen wir sind Wesen, die diese Bewegung einfach brauchen und auch diese Gemeinschaft. Und deswegen, ja, achtsam mit sich sein ist schon was Wichtiges. Ich glaube, so 'ne Art Laufband ist das dann quasi Ja, ja, unterm genau. Tisch, ja. Ne, ich laufe selber auch gerne, aber halt am liebsten draußen. Laufbahn laufen war noch nie meins. Sehr gut. Warum drinnen laufen, wenn man draußen laufen kann, ne? Ja. Cool, jetzt hast du grade davon berichtet, dass du mit einer, Kundin oder Klientin eben auch im Fluss warst quasi und damit stellt sich wahrscheinlich die Frage: Arbeitest du ausschließlich offline? Wenn ja, wo? Oder kann man auch online eben mit dir arbeiten und dann die Übung vielleicht draußen entweder via, ne, Handy oder halt mit Arbeitsauftrag auch umsetzen? Wie arbeitest du und wo arbeitest du? Also, ich sage mal, am liebsten arbeite ich tatsächlich vis-à-vis, dass wir persönlich im Kontakt sind und, da ich im Bonn-Rhein Sieg-Kreis bin, ist auch dieser Radius dann, möglich. Ich mache das aber auch online. Das, sieht dann wie folgt aus, dass jeder sein Handy mitnimmt und dann gehen wir einfach raus und, wir sind trotzdem draußen und das hat auch eine Magie. Ich bin zwar nicht, greifbar, aber wir können dann auch, einzelne Übungen machen und ich bin ganz bei dir und, du kannst deinen Raum wählen, wo du rausgehen möchtest. Und ich finde einfach, es ist so dieser erste Schritt nach draußen. Es ist auch immer so, wenn du aus einem Thema raustreten möchtest, musst du auch da raustreten. Also ist das schon ein Übertrag. Wir gehen nach draußen und wir bearbeiten dein Thema, beziehungsweise gehst du in dein Thema rein und ich helfe dir dabei. Und das Beste ist es, die Lösung immer, dass, derjenige es selbst erkennt. Also, eigentlich bin ich nur was heißt nur? Also, ich bin Begleiter wie so eine Hebamme, die dann etwas birgt und mit dir auf die Welt bringt. Ähm, ja, und, Selbsterkenntnis ist eigentlich die beste Heilung. Weil wenn ich dir sage: „Ich denke, dass es so und so ist und dann ist es so und so“, was hat derjenige davon gewonnen? Also, ich finde nichts. Also, es darf schon du musst dich darauf einlassen und, ich sage mal, offenen Herzens einfach, da reingeben und dir bewusst sein: „Okay, ich gehe jetzt in die Arbeit und ich möchte mich meinen, Themen stellen und ich möchte einfach, vielleicht die beklemmenden Themen, die jetzt gerade da sind, einfach bearbeiten.“ Und das ist schon mal der erste Step. Der erste wichtigste Step. Definitiv. Vielleicht noch ein 2 Fragen, um einfach das Verständnis für Naturcoaching und die Methoden zu schärfen. Jetzt denken viele wahrscheinlich, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht auch mit Coaching per se nicht so viel, bei Naturcoaching wahrscheinlich an sowas wie Waldbaden oder Bäume umarmen. Magst du vielleicht noch kurz skizzieren, welche Methoden du häufig nutzt und was eigentlich wirklich an Methoden verfügbar sind beim Naturcoaching? Also, ich nehme die Methode Coachen und Gehen. Und das ist für mich wirklich die Methode, geworden, die s einfach auch 'n Erfolg hat, wo ich sehe, okay, wenn du wirklich deinen Körper mitnimmst und wenn wir im Prozess gehen, können sich einfach die Themen, leichter und, einfacher lösen, weil du nimmst all deine Zellen mit. Du musst dir vorstellen, wenn du in der Bewegung bist, dann bist du im Fluss und dann kann sich auch dein Thema bewegen. Und natürlich sind dann, wenn wir vis-à-vis arbeiten und du bei mir bist, dann ist es natürlich, dass wir Körperübungen machen und, manchmal ich auch einfach dich halte und einfach da bin oder merke: „Okay, jetzt brauchst du vielleicht das und das.“ Es ist immer ich kann das nicht per se sagen: „Wir machen das und das, wir machen das und das“, sondern da fühle ich einfach in den Menschen rein und gucke: „Okay, was brauchst du jetzt gerade? Brauchst du vielleicht gerade einen Moment Pause? Dann setzen wir uns einen Moment. Brauchst du vielleicht gerade ein bisschen Bewegung und du musst das Thema abschütteln? Dann tanze ich mit dir im Wald. Brauchst du vielleicht gerade einfach
einen Moment, dass du dich hinlegst. Ich habe auch eine Matte dabei. Dann lege ich denjenigen hin und wir atmen mal tief ein und aus und tauchen einfach in diesen Wald ein. Manchmal ist es aber auch, wir umarmen einen Baum, weil das hat auch eine große Heilkraft, weil es sind auch Seelen. Es sind Bäume, sind auch Lebewesen und die haben eine große Kraft. Ja, und da liegt einfach viel Heilung drin. Ich kann es gar nicht so manchmal beschreiben. Ich nehme immer ätherische Öle mit. Das ist so, da gehe ich rein und vorher, bevor wir in diese Arbeit gehen, sagt der Klient mir auch, was das Thema ungefähr ist, damit ich so eine grobe Ahnung habe, wohin es geht. Und jedes Öl, das sind therapeutische Öle, die wirken dann auf denjenigen. Also das ist halt nochmal on top eine größere Heilkraft. Und dann öffnet sich ja, es öffnet sich einfach in demjenigen etwas und er ist offenherziger, sich dem auch anzunehmen, was da kommt. Und ja, ist viel Magie da draußen. Sehr schön, ja. Cool, dann vielleicht noch eine Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus dem Kreis Bonn und Siegburg kommen. Gibt es eine Möglichkeit, dich und deine Arbeit eben online einfach mal kennenzulernen? Also, ich weiß nicht, ob du online, Events veranstaltest, ob du eben auch ich weiß selber, dass du auch Podcasts hast, dass du auch, ja, Podcast-Folgen online hast, aber wie kann man dich und deine Arbeit am besten auch kennenlernen? Also, zum einen, könnt ihr auf meiner Website „Lebe, liebe, atme“ findet ihr ganz viele Infos. Wie du schon eben gesagt hast, ich habe einen Podcast, das ist der etwas andere Gesundheitspodcast mit Herz und Tiefe. Da habe ich auch immer wieder spannende Interviewgäste zu diesen Themen. Dann habe ich einen Instagram, Account, da teile ich immer ganz viele Hacks und einfach erzähle so ein bisschen aus meinem Alltag. Und ich habe einen Online-Workshop, „Reconnect You“ heißt der, und da tauche ich viermal im Jahr einfach ein und der nächste startet jetzt auch bald und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Es ist ein reiner Frauenworkshop, weil ich einfach ja, Frauen in diese Kraft bringen möchte, in diese Weiblichkeit und ihnen dabei helfen möchte, wieder stark und kraftvoll zu werden. Ob es bald irgendwann mit Männern auch noch passiert, das weiß ich noch nicht, aber jetzt ist es erstmal so. Und da in dem Kurs oder in diesem Workshop gehen wir einfach in die Tiefe und ich helfe dir dabei, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen und einfach gebe dir Hacks und Tipps, wie ich das geschafft habe, einfach wieder diesen Einklang zu kriegen. Und viel, viel Körperarbeit ist das. Also wir sitzen nicht rum und schauen irgendwie und lassen uns von Inhalt berieseln, weil davon gibt es einfach genug. Für mich wird das ein sehr interaktiver und beweglicher und ja, mit viel Musik und ja, viel schönen Momenten, genau. Ja. Genau, die ganzen Links dazu findet ihr auf jeden Fall unter diesem Video. Schaut da gerne mal vorbei. Genau, der nächste Workshop steht auch schon bald an. Yep. Da werdet ihr dann auch mal den jeweiligen Termin finden. Insofern, das lohnt sich da reinzuschauen. Genau. Cool, damit kommen wir auch langsam schon zum Ende. Es ist immer so, die Zeit fliegt, wenn man, ja, gutes Gespräch führen darf. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu den Abschlussfragen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Dann darfst du ein paar Sätze vollenden. Wir fangen mal mit was an, was dir auf jeden Fall vertraut ist und deswegen Natur bedeutet für mich. Verbindung, Heilung, Kraft, Wunder. Sehr schön. Der zweite Satz lautet: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Heilung, tiefer gehen, sich seinem Innersten nahe kommen und Frieden in die Welt bringen. Wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen dürfen wir auch einmal direkt über das Thema Erfolg sprechen und deswegen lautet der Satz: Erfolg bedeutet für mich. Wenn ich im Einklang mit mir selber bin. Der letzte Satz lautet: Leben bedeutet für mich. Lieben, von ganzem Herzen. Ein schöneres Schlusswort gibt's, glaube ich, kaum. Insofern vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du die Einblicke in deine Reise der Selbstständigkeit bis hin zum Naturcoaching geteilt hast, wie du deine Panikattacken überkommen bist und eben auch, wie das Thema Naturcoaching eigentlich jedem helfen kann, ne, der irgendwo 'ne Baustelle hat, ob's eben der Stress ist, 'ne Krankheit ist oder was anderes. Die Natur hilft auf jeden Fall. Frische Luft allein tut schon Wunder. Vielen lieben Dank dafür. Liebe Michelle, ich danke dir von Herzen für die Einladung und diese wundervolles Gespräch. Von Herzen danke. Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet in die nächste Folge Erfolgsgeflüster. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Naturcoaching, schreibt das gerne in die Kommentare. Das geben wir auf jeden Fall weiter. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann.